Hallo, so jetzt mal ein Video zwischendurch. Das muss ich einfach mal sagen. Ich werde es auch so nennen, zwischendurch. Das möchte ich einfach gerne sagen, weil mich das immer schon berührt. Das, was wir berichten oder uns erzählen über Jesus, das umfasst etwa 3 Jahre seines Lebens, sozusagen die letzten Jahre. Das kennen wir aus unzähligen Erzählungen, das kennen wir aus der Bibel schwerpunktmäßig und über das wird debattiert. Aber man kann sich auch die Frage stellen, wie ist denn der Jesus gewesen die ersten 30 Jahre seines Lebens? Und da möchte ich einfach sagen, wenn Jesus als Mensch geboren und erschienen ist, wird er sicherlich auch in vielen so gehandelt haben wie ein Mensch. Und das heißt, und jetzt sage ich mal sie, obwohl ich ja sonst immer du sage, ich sage sie denen, die seit zig Jahren daran denken oder anbeten, ein Bild eines Plastik-Jesus, der quasi, sagen wir mal, 24 Meter hoch vom Himmel kommt und einen 1 Meter langen Zeigefinger hat und damit auf einen Menschen zeigt und ihn sich herauszieht, um mit ihm zu schimpfen und zu fragen, was hast du getan? Ja, und so einen erwarten sie und so einen beten sie an, obwohl es ja heißt, du sollst dir kein Bildnis machen. Nicht von dem Himmlischen, nicht von dem, was auf der Erde ist. Du sollst dir keine Götzenbilder schaffen, keine Abbilder, die du anbetest. Jetzt schaut man sich mal an, wer betet eigentlich was an. Du sollst dir keine Götzenbilder schaffen, die du anbetest. Du sollst dir kein Bild machen von dem Himmlischen. Das heißt auch, stelle dir nicht vor, wie Jesus aussieht oder ausgesehen hat. Das sollst du nicht machen, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du dich täuscht. Aber wenn du jetzt dir ein Bild machst, ein konkretes, dann wird es auch so sein, du verhimmlichst es, du betest es an sozusagen und wartest darauf, dass Jesus erscheint, so wie du ihn dir erschaffen hast. Denn es ist ja nicht Jesus, wie er war, sondern es ist ja Jesus, wie du ihn dir erschaffen hast. Und du wartest darauf und wartest darauf und zählst die Tage, du zählst die Jahre und wirst immer älter und dein Jesus, der ist immer noch nicht da. Und du schaust zum Himmel, wo ist dieser 24 Meter lange Jesus mit seinem 1 Meter langen Zeigefinger? Ach, ich breche bald zusammen, die Welt ist so böse. Ja, das möchte ich gerne sagen. Und ich sage, wenn Jesus als Mensch geboren ist, neben all den Wundern, die er vollbracht hat, neben all seiner Klugheit, seiner Weisheit, wird er sicherlich auch mal, sagen wir mal, als 8-Jähriger oder 10-Jähriger zusammen mit irgendwelchen Kumpels Scheiß gebaut haben, auf gut Deutsch gesagt, was jeder normale Mensch tut. Auch jeder unnormale Mensch, der aber Mensch geworden ist, macht das. Er macht mal Scheiß. Er ist nicht immer nur brav, nicht immer vollkommen, nicht
ohne jeglichen Makel, wie Jesus verkauft wird. Das ist nicht Jesus, das war nicht Jesus. Das ist euer Plastik-Jesus, den ihr euch erschaffen habt, der immer steif und starr, fehlerlos so ist, wie ihr ihn euch wünscht. Und so betet ihr ihn an und das Tag für Tag und Woche für Woche und Sonntag für Sonntag. Und dann lauft ihr hin und fallt auf die Knie, sozusagen vor dem Götzenbild, das ihr euch selbst erschaffen habt. Und schaut ihr euch die Welt an, wundert ihr euch, wieso hat sich nichts verändert? Die Welt ist ja noch genau so bizarr, wie sie war. Jesus, mein 24 Meter langer Freund, wann kommst du herunter? Gott, wo bist du? Wo bist du? Wo ist dein langer Zeigefinger? Sag uns das. Ja, und das möchte ich mal sagen. Und darum sage ich auch sie und nicht du. Für sie, die so ganz, ganz ordentlich und brav und immer dreck gekleidet und sauber, immer brav und untadelig, wie sie sich selber verkaufen und darstellen. An sie gerichtet sage ich dieses. Was ist ihr Götzenbild? Wo ist ihr Götzenbild? Was wird daraus? Du sollst dir keine Götzen schaffen und sie nicht anbeten, heißt es in der Bibel. Das hört man aber nicht. Das hört man auch nicht von der katholischen Kirche zum Beispiel, dass der Papst sagt, du sollst dir keine Götzenbilder schaffen. Bete sie nicht an und hält dann seine Marienfigur dahin, die von Millionen oder Milliarden Menschen angebetet wird. Aber gleichzeitig heißt es, mach dir kein Bild. Das ist ein Gebot. Eines der 10 Gebote. Es ist das 2. Gebot. Du sollst zusammen mit dem Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und heißt es, du sollst dir kein Bild machen von dem, was im Himmel ist, von dem, was auf der Erde ist, irdisch ist. Du sollst dir kein Bild machen. Und das heißt auch, verrenne dich nicht in eine Illusion, in eine bestimmte Vorstellung, bete sie an und deklariere sie als die einzig wahre und richtige und warte den Rest deines Lebens darauf, dass sie Wirklichkeit wird, sondern sei offen dafür, dass Glaube frei ist und Freiheit braucht. Und sei offen dafür, dass auch Jesus offen war. Und wenn man sich vorstellt, 12, 13 Männer ziehen sozusagen 3 Jahre lang durch die Lande, dann kann man sich doch auch vorstellen, Tag und Nacht sind sie durch die Lande gezogen. Durch Ort und Land und Steppe, wie auch immer, und ans Wasser. Tag und Nacht. Sie werden sich doch in 13 Jahren Unmengen erzählt haben, gegenseitig, untereinander. Etwas, was wir ja überhaupt gar nicht wissen. Wir kennen ja nur ein paar kleine, sozusagen, Zitate, obwohl es ja niemanden gab, der Stenografie gemacht hat, alles mitgeschrieben hat und dann irgendwann sagt, so, ich drucke das jetzt aus, das ist die Bibel, sondern die Bibel ist ja niedergeschrieben von Erzählungen, die wiedererzählt und wiedererzählt und wiedererzählt und wiedererzählt wurden, von einem zum anderen. So. Und wenn man sich das jetzt einmal vorstellt, dass sie sich so viel zu erzählen haben, kann man also davon ausgehen, wir wissen gar nicht so viel. Und wir können davon ausgehen, dass es in 3 Jahren bei 13 Männern
so, wie es übertragen ist. Ob das so tatsächlich so ist, es waren nur Männer, das kann ich nicht beurteilen, aber gehen wir mal davon aus. Man kann sicherlich nicht davon ausgehen, dass es niemals Meinungsverschiedenheiten gab, weil sie waren ja Menschen. Und auch Jesus ist ja als Mensch erschienen. Er ist ja nicht als Eidechse erschienen oder als Vogel, sondern als Mensch mit den menschlichen Attributen. Also sie werden sicherlich auch mal gestritten haben. Und ich stelle mir es so vor, es gibt sicherlich Tage und Momente, in denen Jesus an allem gezweifelt hat, auch an sich selbst. Und wo er gedacht hatte, ich habe keinen Bock mehr. Also Gott Vater im Himmel, ich schmeiße bald alles hin, weil wo bist du und was geschieht und warum ist es nicht so, wie ich es mir wünsche? Und so stelle ich mir Jesus vor. Und dass er wieder zu sich findet und dass er Kraft bekommt von seinem Gott Vater. Es ist Geist, sein Vatergeist. Von ihm, durch ihn bekommt er wieder Kraft und Mut und wo er sich selbst sagt, ich mache hier noch weiter. Obwohl ich hier unter meinen 12, die mir folgen, ja auch manchmal einen habe, der mir völlig auf den Geist geht, auf den Senkel geht, auf gut Deutsch gesagt. Ja, und so stelle ich mir Jesus vor. Und natürlich, dass Jesus ein toller Kumpel ist und war und ein tolles Vorbild, aber überhaupt nicht verstanden von der Welt, sondern weil er anders war als der Rest der Welt, hatte man eins besonders vor, ihn sozusagen aus dem Verkehr zu ziehen, wie man in Deutschland sagen würde. Und dann, wie es geendet ist, wissen wir ja. Ja, das möchte ich gerne sagen. Ich möchte sagen, ich habe nur Positives zu Jesus zu sagen. Wenn er mal Scheiß gebaut hat und dass er mal Scheiß gebaut hat, finde ich völlig menschlich. Und wo ich sage, ja natürlich, Jesus, als Mensch ist man mal so drauf und man macht mal Scheiß. So, das wollte ich gerne jetzt mal sagen. Und jetzt mache ich hieraus ein Video. Und es macht mir Spaß, mal so locker über dieses wahnsinns schwere Thema zu sprechen. Aber ich möchte auch mal Leichtigkeit bringen. Also, Shalom sage ich trotzdem und jetzt mache ich ein Video daraus.